Hallo Leute, da bin ich wieder mit einem neuen Rezept. Das ist das Endergebnis von diesem Rezept, was im Anschluss gleich folgen wird. Schaut euch das mal an, so schön leckeren Börek. Verschiedene Varianten mit Hackfleisch, mit Käsebefüllung. Und wie ich das alles gemacht habe, könnt ihr natürlich euch anschauen. Am besten bis zum Schluss nach dem Intro. Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Was erwartet euch heute? Ihr werdet jetzt denken, boah, geht dem Mehmet OE denn die Ideen gar nicht aus? Nein Leute, es gibt so viele fantastische Rezepte, egal ob aus Türkei, egal ob aus Gaziantep oder Europa oder wie auch immer. Man kann sich auch selber eigene Sachen kreieren, selbst mal was ausprobieren. Aber was ich jetzt mache, das habe ich nicht selber ausgedacht. Das gibt es auch wenn ihr eingibt Börek, gibt es ganz viele verschiedene Varianten von. Ich mache jetzt mal eine auf meine Art. Ich habe da vielleicht verschiedene Zutaten drin, vielleicht auch, ich habe mir natürlich die anderen Videos nicht angeguckt. Ich weiß nur, wie eine Bekannte das immer gemacht hat, der hat mir das mal erklärt. Aber selbst gemacht habe ich es noch nicht. Das ist jetzt Premiere wie bei euch. Gemeinsam machen wir jetzt Porce. Ja, das ist eine Börek-Art, so kleine Teigtaschen sind das. Ich versuche 2 Varianten zu machen, aber schaut euch einfach alles an, was da reinkommt. So, bis dann. Nach dem Intro geht's los. Unsere Zutaten, was da reinkommt. Ich zeige euch erstmal was für den Teig und dann im Video selber könnt ihr dann entscheiden, was ihr da selber reinmacht. Ob ihr die Füllung mit Hackfleisch macht oder mit Käse, ja, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe auch noch 2 andere Varianten. Das ist jetzt die Variante, den eigenen selbstgemachten Teig. Und im Video selber, wenn das alles fertig ist, zeige ich auch die anderen Varianten mit fertigen Jufka-Teigs. So, gar nicht lange reden. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen oben zum Besprühen, fangen wir mit an, Sesam. Dann haben wir oben nochmal zum Besprühen, wenn ihr wollt, Çörek otu. Das wisst ihr, was das ist, denke ich mal. Schwarzkümmel, Körner. Dann habe ich hier Weichkäse, habe ich hier schon direkt mit reingetan, türkische Weichkäse. Dann 2 Eier, eine Hefe. Dann haben wir ein bisschen Zucker, den Löffel habe ich extra, damit ich das nicht vergesse. 2 Löffel von dem Zucker kommt da rein. Dann die Glas habe ich auch direkt hier reingetan. 1 Glas Sonnenblumenöl oder Rapsöl, ich habe hier Rapsöl. Dann lauwarme Zimmertemperatur Milch, auch 1 Glas, den habe ich auch schon direkt hier getan. Und natürlich unser Mehl. Ich nehme ein ganzes Kilo, das müsste reichen, das tun wir aber nachher peu à peu ein bisschen rein. Mal gucken, das wird auch mein erster Teig sein, den ich mal für einen Börek mache. Also bleibt gespannt, bleibt dran. Auf geht's Leute, es geht los. Ich habe hier schon mal die Eier getrennt hier. Wir haben ja 2 Eier gehabt, hier kommt nur das Eigelb, der ist nachher zum Bestreichen der Böreks. Und das andere ist jetzt hier drin mit dem anderen Eiweiß. Wir fangen als erstes mal an. Ich habe mir die Hände schon gewaschen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch alles ab. Wir fangen mal an mit der Hefe. Hoffentlich kommt das gut mit der Kamera jetzt rüber. Das wird ein bisschen eine aufwendige Sache. Ich versuche so kurz wie möglich das Video zu halten. Ich weiß aber nicht, ob es mir gelingt. Das wird jetzt erstmal hier so zerbröselt. Der Frischhefe. So, dann haben wir hier, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, noch ein Glas lauwarmes Wasser. Das kommt hier rein. Das kann man jetzt hier mit der Hände so ein bisschen mit den Fingern zermatschen, dass er sich richtig auflöst. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann können wir auch schon unser Ei hinzugeben. Dann geben wir unsere Milch hinzu und unser Öl. Ja, das wird eine richtig cremige, fuffige, hoffe ich,
Mal gucken, wo habe ich den kleinen Teelöffel hingetan. Dann haben wir noch Salz. Salz darf natürlich nicht fehlen, wenn man mit Hefe und Brot arbeitet. 1,5 Teelöffel Salz. Dann hatte ich ja noch Zucker gesagt. 1, 2 Teelöffel Zucker. Dann haben wir Grundrezept, sage ich mal, schon drin. Erstmal hier alles schön vermischen. Hoffentlich wird die Schale nicht zu klein. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt kommt unser Hefe sage ich schon, unser Mehl ins Spiel. Ja, hier müsst ihr aufpassen. Also nicht alles auf einmal rein. Das ist immer die quirligste Sache überhaupt, mit Mehl zu arbeiten. Wenn ihr so ein Kippchenmaschine oder Roboter oder wie das heißt zu Hause habt, alles nur rein, der rührt das dann natürlich selbst. Aber wir müssen das jetzt natürlich, allein das Aufmachen ist schon schwierig. So. Wir tun jetzt peu à peu immer ein bisschen was rein. Im Moment können wir das erstmal noch mit einem Schneebesen machen, aber gleich, wenn es dicker wird, benutzen wir natürlich dann die Hand. Ihr müsst auch nicht ganze Kilo da rein tun. Ihr seht ja von der Konsistenz her, wie es ist, dann peu à peu immer was da rein tun. Ja, wird schon dicker. Und ich mache den Teig jetzt als erstes, weil der muss noch so eine Stunde, halbe Stunde noch ruhen. Dann geht er noch ein bisschen auseinander. Und dann können wir erst, in der Zeit bereiten wir dann gemeinsam die Füllungen vor. Und ich kann euch auch den anderen Teig auch noch mal zeigen. Mal schauen, wie sich das entwickelt hier, ob ich das hinbekomme. Ihr braucht jetzt nicht die ganze Zeit dabei sein. Wenn das fertig ist, sage ich euch Bescheid. Wie gesagt, immer ein bisschen peu à peu so reintun. Rezept ist für 1 Kilo ausgelegt. Aber kommt immer darauf an, was für ein Glas ihr habt. Vielleicht habt ihr ein bisschen größeres Glas als ich oder so. Ja, und deswegen erstmal lieber so langsam reintun. Noch klappt es hier mit dieser Schneebesen. Aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Ja, ich melde mich gleich dann wieder, wenn der Teig hoffentlich mir gelungen ist. Bis gleich. So Leute, fertig ist unser Teig, aber den könnt ihr jetzt nicht sofort bearbeiten. Der muss jetzt noch in sich gehen, der muss erstmal ruhen. Wenn ihr einen Deckel habt für so eine Schüssel, wäre gut. Wenn nicht, könnt ihr eine Klarsichtfolie nehmen. Oder ihr könnt auch, so wie ich das hier mache, einfach mal so ein Alu. Wichtig ist, dass da keine Luft reinkommt, dass der in sich wegen der Hefe auseinander geht. Und dann, wenn es geht, wenn ihr irgendwo eine Heizung in der Nähe habt oder so, da wo es ein bisschen warm ist, hinstellen, dann verkürzt sich die Zeit. Wie gesagt, halbe Stunde Minimum, Maximum 1 Stunde, dann könnt ihr bearbeiten. Ich räume dann in der Zeit hier auf. Wir machen schon mal die Füllung. Vielleicht mache ich auch schon den anderen Teig voraus, bis der fertig ist. Mal schauen. Bleibt dran. Es geht weiter, Leute. Das ist eigentlich ganz easy. Ich habe hier BS-Peene. Es gibt den natürlich auch ein bisschen größer, so 1 Kilo. Da sind 4 Stück drin. Dann bleiben die anderen 2 aber übrig und die müssen in den Kühlschrank rein und der nimmt natürlich dann auch Platz weg. Wenn ihr nur für Börek 2 Stück braucht, hier sind genau 2 Stück drin. Die habe ich hier. Hier habe ich noch ein bisschen Petersilie, wenig, nur die Blätter. Die Stiele versuchen immer abzumachen, schön fein gehackt, die kommen dann noch rein. Dann ist das auch schon fertig. Ihr könnt die im Vorfeld hier so mal so ein bisschen so klein machen. Guck mal, das ist wirklich ein richtig toller Schafskäse. Ihr könnt natürlich auch Gouda nehmen, ihr könnt andere Sachen nehmen, was ihr wollt, aber das hier ist generell bei uns. Das wird heute Festessen, glaube ich. Das wird viel, so wie ich mir das dann vorstelle. Ich will ja auch mit Hackfleisch auch noch machen. So, dann kommt Petersilie hier auch noch rein.
So, und das Ganze wird dann hier mit so einer Gabel einfach mal so zerstampft. Ja. Da kommt aber sonst kein Gewürz, Salz oder so irgendwie etwas rein. Das reicht schon. Wichtig ist, dass der Käsegeschmack dann da ist. So, das reicht schon. Man nimmt dann nachher so ein bisschen und tut dann in den Börex rein. Und dann kann man die, wenn die große Stücke noch sind, auch noch zerkleinern. Aber so, das müsste schon reichen. So, das ist unsere erste Variante mit Käse. Jetzt will ich ja noch mit Hackfleisch machen. Da räume ich hier wieder auf. Ich bin heute nur am Aufräumen hier. Und dann zeige ich euch auch die Füllung mit dem Hackfleisch. Wenn wir das alles fertig haben, dann geht es an den Börek an. Es geht weiter. Ich habe hier 400 Gramm Rindergehacktes. Der Metzger, der fragt dann immer, fettiges oder nicht fettiges. Könnt ihr ruhig fettiges nehmen. Dann habe ich eine große Zwiebel schon in Würfel gehackt. Ich mache das ein bisschen kurz. Das Video wird lang. Ich sehe das schon kommen. Dann gehen wir auch schon direkt rüber. Die werden dann angebraten. So, da kommt direkt unser Hack direkt hier rein. Ihr wisst ja, ich mache erstmal ohne, den können wir auch schon ein bisschen höher stellen jetzt. Erstmal ohne Öl, weil hier ist ja schon Fett drin, dass der sich erstmal löst. Einfachste oder das gängigste ist natürlich bei Börek eigentlich hier mit Schafskäse oder Kartoffeln, kann man auch machen. Vielleicht drehe ich ja separat mal noch ein Video dazu. Aber meine Tochter wollte unbedingt mit Hackfleisch. Habe ich gesagt, okay, zur bestandenen Prüfung. Sie hat jetzt endlich mal ihre Prüfung bestanden. 2 Anläufe hat sie gebraucht. Aber ist ja nicht schlimm. Jetzt ist sie eine gelernte Bankkauffrau. Ja, die haben hohe Ansprüche, die Bankleute. Da muss man lernen, lernen, lernen. So, wenn das dann soweit ist, kommen die Zwiebeln rein. In der Zeit, ich hole die Gewürze. Ich melde mich, wenn ich die Gewürze reinmache. Hier braucht ihr jetzt nicht unbedingt zugucken. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon Zwiebeln reingetan, aber noch kein Öl. Ist immer noch in seinem eigenen Saft. Guck mal, wie viel Öl da noch drin ist. Und das muss man einfach ausnutzen, damit er seinen ganzen Geschmack und so alles hier entfaltet. So, die Zwiebeln schön ein bisschen so auseinander drücken. Ist nicht schlimm, wenn die Zwiebeln so groß aussehen. Ja, die sind eigentlich klein, die muss man eben halt hier mit dem Löffel nachher so auseinander pflücken. Wäre aber schön, wenn ihr das ein bisschen kleiner schneidet. Ich glaube, ich habe die doch ein bisschen zu groß. Das war eine große Zwiebel. Aber ist nicht schlimm. So. Wir können jetzt auch schon direkt würzen. Da kommt nicht viel rein. Einfach nur Salz. 1,5 Teelöffel, das passt eigentlich immer, wenn ihr so einen Teelöffel habt. Dann habe ich noch, damit das ein bisschen Aroma hat, Chili-Pulver, also nicht ganz scharfe, getrocknete. Und dann haben wir hier noch schwarze Paprika, einen halben Teelöffel, reicht. Und damit das ein bisschen noch würziger ist, habe ich hier auch immer ein bisschen getrocknete Pfefferminz noch hinzu. So Pi mal Auge. Das reicht. Jetzt schön alles mischen. Hier kommt diesmal kein Salsa rein, also kein Paprika und Tomatenmark und sowas alles. Seht ihr, der grillt immer noch. Grillt, sage ich schon, bratet immer noch in seinem eigenen Saft. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute. Jetzt schon mal runterstellen. Nicht so, dass sie knusprig angebraten sind, weil die werden ja im Backofen auch noch mal in den Börex mit gegart. So, jetzt habe ich das Wort.
Kriege ich mir noch eine Zwiebel weg hier. Essen wir mal. So, jetzt tue ich aber noch ein bisschen Olivenöl. Nur ein bisschen, der ist schon richtig schön ölig. Einfach Pi mal Auge. So. Dann haben wir Hackfleischfüllung auch schon fertig. Könnt ihr auch noch mal abschmecken, ob das schmeckt. Also ob Salz genug drin ist. Und den mache ich jetzt mal aus. Und lasse den in seiner Wärme hier so ein bisschen anbrutzeln. Jetzt geht es gleich an den Teig, Leute. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Bleibt dran. Es geht weiter, Leute. So nach halbe Stunde, 45 Minuten. Schaut mal, der ist schon ein bisschen aufgegangen. Ja, die werde ich jetzt so in kleine Formen formen. Und dann geht es weiter. Ich mache hier alles fertig, sonst das Video wird lang, ich sehe das schon kommen. Dann melde ich mich wieder, wie das dann weitergeht. Es geht weiter, Leute. Ich habe hier ein bisschen wenig Platz. Hier ein bisschen Mehl. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier klebt oder nicht klebt. Dann habe ich hier ein bisschen Öl. Ja, ganz normal Öl. Damit die Hände nicht kleben. Dann sucht ihr euch so ein Stück raus. Ungefähr so ein Walnuss groß. Und formt das dann so zu einem runden Bällchen. Ich habe Angst, dass das klebt, aber bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich zu viel. Wie gesagt, das ist mein erstes Mal hier mit Teig und so. So, der wird dann jetzt hier erstmal Porcher nennt sich das. Teigtaschen. So, dann ist jetzt nach eurem Gefühl überlassen, wie dick ihr das haben wollt. Der zieht sich immer wieder zurück. Ja, ein, zwei Mal, wenn ihr gemacht habt, dann werdet ihr schon sehen. Ich mache das jetzt mal. Dann haben wir ja hier unsere Füllung. Wir haben ja hier Schafskäse gehabt. So, dann versuchen wir mal das zuzumachen. Ja, es klappt. Freuen wir uns mal nicht so früh. Der erste wird vielleicht ein bisschen verunstaltet aussehen. Wirklich, das ist auch mein erstes Mal. So, wenn es dann alles zu ist, hier so richtig so zudrücken, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dann kann man das so vorsichtig hier so umdrehen. Ja, von der Form her sieht schon nach was aus. Ne? Und wenn ihr das dann fertig gemacht habt, kommt das hier einfach hier auf ein Backblech. Ich habe schon einen Ofen vorgeheizt. Ja, die Form ist natürlich noch nicht ganz so gut. Ich muss mal ein bisschen dran arbeiten. Ich mache mal noch ein paar. Wichtig ist, dass das hier nicht klebt. Das war schon mal sehr gut. Ich nehme mal noch eins direkt. Die Größe war schon gut. Also. Zum Bällchen rollen. Ah, jetzt sehe ich schon, wie das klappt. Ja. Natürlich mit dem fertigen Teig, das ich im Anschluss gleich noch machen werde, geht es dann natürlich viel einfacher. Aber das muss ja auch mal gelernt sein, gemacht sein, wie man das macht. So. Ich mache natürlich hier auch alles mit Hackfleisch und mit Schafskäse. Und wie wir das dann nachher unterscheiden, erzähle ich euch dann nachher auch, wenn es soweit ist. In der Zeit mache ich jetzt mal noch ein paar, bis Backblech voll ist. Und dann geht es weiter. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. So, wenn es soweit ist, melde ich mich wieder, sonst kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ihr zuguckt. Leute, ich habe den Dreh raus. Wie ihr sehen könnt, habe ich da schon alles fertig. Der Dreh ist einfach
ganz wichtig, erstmal Hand ölen. Ja, und wenn ihr das dann habt, das hat man ja schon gehabt, ich habe jetzt schon welche vorgefertigt, einfach nur mal hier so drauflegen, keine Angst haben. Gerade habe ich alles so vorsichtig gemacht und einmal nochmal drehen, damit sich das gar nicht mehr klebt. Guck mal, wie schön das jetzt alles klappt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das sogar noch einmal drehen. Ja, da klebt gar nichts. Ist ein guter Teig geworden. Dann nehmen wir, diesmal mache ich mal mit Hackfleisch. Ne, so ein bisschen Hackfleisch hier rein. Ein paar Zwiebeln noch rein, wenn da keine dabei sind. So, und die dann wieder zudrehen. Das ändert sich nicht. Das ist gleich geblieben so. Andrücken, dass das hier auch fest ist. Dann könnt ihr den nur einmal so drehen. Und voila. Ja. Anfang ist immer schwer, aber jetzt geht es besser. Hier ist jetzt ja Hackfleisch drin. Wie unterscheiden wir das dann nachher, ob das Hackfleisch ist oder nicht? Das erzähle ich euch gleich, aber ich zeige euch mal noch eins. Damit es jetzt nicht Zufall war, dass ich das geschafft habe. Wichtig ist auch hier, dass hier mal ein bisschen Mehl noch liegt. Und einfach mal mit den Fingern so ein bisschen so zurechtziehen und noch einmal drehen, damit das nicht klebt. Und wenn ihr meint, ihr habt die Größe erreicht, die Dicke, dann tut ihr Füllung. Das kann Kartoffeln sein, das kann wie jetzt Hackfleisch sein oder Käse. Das ist euch überlassen. Vielleicht fällt euch ja was anderes ein, was ihr dann noch rein tun könnt. Ja, einfach zumachen wieder. Hoffentlich verdecke ich das nicht von der Kamera. Aber ihr wisst jetzt, wie es geht. Noch einmal umdrehen. Und fertig ist unser Poche. Ich bin stolz auf mich, Leute. So, ich mache hier alles fertig. Dann zeige ich euch nachher, wie man das unterscheidet, wer wo was drin ist. Es geht weiter. Ich habe noch jede Menge Arbeit vor mir. Es geht weiter, Leute. Ich habe ja hier so Eigelb gehabt. Ne? Nur Eigelb, also kein Eiweiß dazu. Die werden jetzt hier erstmal so schön hier eingestrichen. Wenn ihr Maler seid, dann wisst ihr, wie das geht. So. Das nimmt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch. Hier, ich mache noch ein Blech. Weil die Tochter ist jetzt zu kurz gekommen, die wollte ja Hackfleisch. Ich habe nur 6 oder 7 mit Hackfleisch. Jetzt weiß ich ja, wie es geht, geht schneller. Wie gesagt, keine Angst haben vorher. Erstmal ausprobieren, auch wenn 1, 2 verunglücken. Verungestaltet werden. Ja, also jetzt habe ich es. Wie der hier zum Beispiel. Erste war ja der hier. Der eine, der ist hier sogar aufgegangen. Aber ist nicht schlimm. Dafür machen wir es. Ich lerne, ihr lernt. Ein Busfahrer, der kocht. Auch nicht schlecht. Ein Busfahrer, der singt und so, gibt es ja schon, aber ein Busfahrer, der kocht, weiß ich nicht, ob es den in der Form wie mich nochmal gibt. So. Ich denke mal, das müsste reichen. Jetzt haben wir ja gesagt, wie unterscheiden wir denn, was ist. Ne? Wir können die obere Schicht, ich weiß, meine Tochter mag kein Kümmel, sie mag lieber hier mit Dings, könnt ihr hier so ein paar, die werden da drauf haften, weil wir ja darunter Ei haben. Nicht viel, so ein paar, das schmeckt immer ganz gut. Die anderen mache ich dann ohne. Das muss ich auch noch lernen, der war sogar zu viel. So, also alles was mit Kümmel ist, Schwarzkümmel, das ist Käse. Also nicht Käse so in dem Sinne, ist Käse drin. Und hier die mit Sesam, da ist Hackfleisch drin. So könnt ihr dann später, wenn die mal zusammengeschmissen werden, ohne aufzumachen, das will ich nicht, ne, könnt ihr dann schon wissen, was ist. So, das kommt jetzt in 180 Grad vorgeheizte Backofen rein. So, mittlere Schiene, ja, und einfach mal zumachen. Ich denke mal so 20, 30 Minuten ab und zu mal gucken, dann wird es fertig sein. In der Zeit mache ich noch ein paar und ja, das geht weiter.
So Leute, wir machen mal ein kleines Update. Schaut mal, die sind schön auseinandergegangen. Oh, jetzt ist die Kamera beschlagen, aber ihr könnt es hier von draußen nochmal anschauen. Ich habe vorhin vergessen euch zu sagen, Abstand nehmen. Ja, nicht wegen Corona. Nein, aber die kann man ja auseinanderpflücken, ist nicht schlimm. Also ein bisschen mehr Abstand. Guck mal, die werden richtig zu Brötchen oder so. Und hier der andere, der Rest ist auch schon fertig. So Leute, wir kommen der Sache schon näher. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, ob die durch sind, dann könnt ihr hier so einen Zahnstocher nehmen. Wo ist er? Die Kamera, da. Und einfach mal hier so reinpieksen, rausziehen. Und wo ist die Kamera? Wenn hier kein Teig mehr dran ist, so wie hier, scheint gut zu sein. Ja, könnt ihr sehen. Können wir noch einen versuchen, hier in der Mitte den nochmal vielleicht. Ja, die sind gleich fertig. Die haben jetzt fast 30 Minuten gebraucht, das heißt 30 Minuten, dann könnt ihr die rausnehmen. So Leute, das ist das Ergebnis. Wie ihr sehen könnt, die sind auch richtig weich. Ja, guckt mal, der ist nicht irgendwie hart oder so. Aber als Tipp zuletzt, wenn ihr wollt, könnt ihr die jetzt hier auch so mit Alufolie noch abdecken. Dann sind die dann noch mehr weich nachher beim Essen. Es geht weiter, Leute. Und zwar machen wir jetzt diese fertigen Teig. Wie ihr sehen könnt, kann man das sehen? Die sind schon fix und fertig. Da braucht man nicht noch Teig machen, kneten und sowas alles, ja. Aber dafür, da braucht man eine Soße für. Zum Überstreichen, um dazwischen einen Belag zu machen, brauchen wir eine Soße dazu. Und die bereiten wir vor, indem wir Naturjoghurt 5 Esslöffel, 3, 4, 5 Esslöffel Joghurt. Dann brauchen wir 2 Eier, komplett mit Eiweiß, mit Eigelb, alles was dazugehört. So, und so ein Teeglas habe ich hier, Rapsöl oder Sonnenblumenöl, das kommt auch noch mal hier rein. Das ist dann für dazwischen so eine Art Soße, sagt man dazu. Und man kann das dann natürlich auch als zum Bestreichen oben drüber dann natürlich auch, damit es schön braun wird. Das wird jetzt erstmal hier so richtig so hier umgerührt, bis es zu so eine Konsistenz sich ergibt. Muss noch ein bisschen wegen dem Eiweiß. Natürlich mit dem Schneebesen wäre es besser, aber der ist schon hier in der Spüle. Aber so geht es auch. So, und wir sehen uns gleich wieder, wenn es hier aufbereitet wird. Dann ist auch wieder mein erstes Mal. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, ich habe es schon mal aufgemacht. Ich wollte, dass ihr dabei seid. Die werden hier, so war das da in der Packung drin. Die sind aus dem Kühlschrank. Ne? Da sind 4 Stück oder 3 bei denen jetzt drin. Ist ein bisschen anderer Teig als natürlich hier beim Baklava. Der muss ja noch dünner sein. Natürlich sind die so brüchig. Da müsst ihr aufpassen. Natürlich frisch ist besser, aber so ist das ruckzuck gemacht, Leute. Ja, ich habe jetzt hier 3 Stück. Die 2, die packe ich mal weg. Ein Stück reicht im Moment erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eins machen. Das ist jetzt nur, damit ich euch das mal vorführe, wie das gemacht wird. Hier müsst ihr keine Angst haben, wenn hier so Löcher sind und so. Wir brauchen dann unseren Pinsel. Wo ist unser Pinsel? Na, komm her. Wo habe ich den denn gerade hingetan? Ach, der ist noch hier. So, das ist ja hier diese Soße, die wir haben. Damit streicht ihr jetzt hier so überall.
dass überall sowas dran kommt, damit das ein bisschen weicher wird. Dann kann man den besser rollen. So, ungefähr habe ich überall ein bisschen was. Jetzt kommt es drauf an, was ihr machen wollt. Wir nehmen jetzt mal Hackfleisch. Wir haben ja auch noch übrig Schafskäse. Den könnt ihr jetzt hier einfach mal hier so verteilen. Wenn das gerollt wird, kommt überall fast das gleiche hin. So. Und dann machen wir diese Seite hier so rum. Und die Seite auch. Natürlich beim richtigen Teig wäre es einfacher, das Rollen, aber wir können es jetzt mal probieren. Ihr könnt von oben anfangen oder von unten, wie ihr wollt. Nicht so ganz eng, aber auch nicht so ganz lasch. Einfach mal hier so lang rollen. Wenn er hier so aufgeht, das ist gar nicht schlimm, Leute. Wie gesagt, beim normalen Teig wird das nicht passieren. So, dann haben wir ja hier unseren Blech. Papier könnt ihr noch mal benutzen, Backpapier. Und jetzt, ohne dass es kaputt geht, hier so rum. Und das macht ihr jetzt mit den anderen auch. Eins mache ich gleich mit Hackfleisch, eins mache ich noch mit Dings, so dass wir hier alles voll haben. Und dann melde ich mich wieder, wenn wir das alles bestreichen. So Leute, ich habe mal eine andere Marke noch gefunden, Usun-Jufka. Ja, die sind viel besser als die viereckigen, sehr gut zu verarbeiten. Eins habe ich schon verarbeitet, aber ich wollte euch das auch noch mal zeigen, dass man mit dem hier, guck, der ist auch nicht brüchig oder so, viel besser rollen kann auch. Aber das sind alles Erfahrungswerte, wenn man dann mit einer Marke zufrieden ist oder mit einem, so der hier, der ist zum Beispiel super. Ich war sofort fasziniert. Ich habe den einen schon gerollt. Jetzt haben wir zwei mit den langen Jufkas, die hier, und mit diesen quadratischen. Die Bearbeitung ist das gleiche. Erstmal hier überall wieder so schön. Hier sind auch keine Risse und so drin. Also wirklich, der hat mir sehr gut gefallen hier. So, nachdem wir die Soße aufgetragen haben. Wir haben noch reichlich von dem Hackfleisch. Das können wir natürlich weiter gebrauchen. Jetzt tue ich aber auch alles rein hier. Nicht die schöne Pfanne zerkratzen. So, das reicht. Hier jetzt alles so schön verteilen hier. Es kommt überall was hin. So, wie vorhin, diese Seite einmal hier so rumpacken. Die Seite hier auch rumpacken. Hier unten vielleicht noch ein bisschen. So. Dann einmal hier so komplett rumpacken und dann, wie gewohnt, wie wir das gerade auch gemacht haben. Seht ihr, wie schön der zum Rollen ist? Der geht nicht auseinander, der fällt nicht auseinander, gar nichts.
So, den muss ich jetzt rumpacken und dann geht es weiter. Ich erzähle euch das noch. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon welche fertig. Die werden jetzt auch überall hier so bestrichen. Das sind die zwei, diese langen Jufkas, ne, und das sind diese viereckigen. Da könnt ihr sehen, die sind ein bisschen auseinandergegangen. Kann sein, dass die sich wieder fangen, wenn die gleich ein bisschen aufgehen. Aber ansonsten, die hier sind die besten. Favorite. Die werden jetzt hier so richtig überall, auch so an den Seiten, damit sie schön knusprig werden, bestrichen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, ne? So, da bin ich mal gespannt. Die anderen Porkchest sind natürlich super geworden. Ich habe schon eins verzehrt. Bin mal gespannt, ob die auch noch ein bisschen auseinander gehen oder ob die so bleiben. Ihr habt die Möglichkeit, ihr könntet die jetzt schon schneiden. Ich mache zwei Varianten. Ich schneide welche und ansonsten, wenn sie fertig sind, dann kann man die auch noch mal schneiden. Was besser ist, sage ich euch dann später. So, ich glaube, wir haben jetzt überall gleichmäßig, auch hier an den Enden, verteilt. Das kommt jetzt auch wieder in den Backofen, auch wieder 180 Grad. So, müsste reichen. Ich versuche mal eins anzuschneiden, ob das geht. Und zwar so Stücke, die wir so, ich mache das lieber hier an diesen hier. Mal gucken, ob das geht. Ja, es geht. 1, 2. Dann haben wir hier so 1, 2, 3, 4 so Stücke, wenn sie aus dem Backofen raus sind. Und die können wir vielleicht mal einfach mal einen hier so die Hälfte schneiden. Und den lassen wir mal ganz und den auch, was besser ist. Ab in den Ofen. Das ist das Ergebnis, ist jetzt auch fertig, wirklich gut gelungen. Obwohl der ja ein bisschen verunstaltet war, der ist wieder zu. Die Löcher und so sind alles wieder zugegangen. Ja, jetzt werden wir den auch wieder mal gucken. Oh, die sind sogar weich. Guckt mal, Leute, ist nicht hart oder so. Aber trotzdem decke ich die auch noch mal ein bisschen zu und schneide die dann zurecht und sehen uns dann am Tisch bestimmt wieder. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Wie ihr sehen könnt, hat es sich gelohnt. So lecker sind die geworden, auch richtig weich, könnt ihr sehen. Ja, kommt das an der Kamera rüber. Guck mal, man kann die so richtig so reindrücken. Innen drin auch richtig schön aufgegangen, wirklich lecker. Auch die anderen Börex hier, ne, die ich geschnitten hatte, auch alle lecker geworden. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wie esst man das oder wo esst man das? Zu welcher Gelegenheit esst man das? Börek kann man zu jeder Gelegenheit essen. Man kann es einfach so, jetzt habe ich gerade Mittag, zum Mittagessen zum Beispiel mit einem schönen Chai trinken und essen. Oder auf Arbeit mitnehmen morgens. Ne, einfach mal 2, 3 Stück einpacken, könnt ihr auf Arbeit essen. Als zwischendurch, als Snack oder abends zum Hauptgericht, wie ihr wollt. Jetzt aber der entscheidende Moment, wenn ich da reinbeiße. Ich beiße mir jetzt erstmal in diese rein. Na? Wirklich lecker, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Wie Baklava, so Schicht in Schicht, weil wir die ja gerollt haben. Das sind die gerollten. Hier war jetzt Käse drin. Chai hinterher. Bei dem ist jetzt Hackfleisch, den probiere ich auch. Lecker. Könnt ihr auch sehen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Richtig Schicht für Schicht. Und da wir die ja so schön mit der Soße eingestrichen haben, schön weich.
Und mit diesem Çörek Otu hier, ich weiß, wir haben da Markierungen gemacht, Çörek Otu. Da war ja Käse drin und hier ist Hackfleisch drin. Den probieren wir natürlich auch. Ja, schaut mal Leute. Ja, innen drin. Es ist mir für das erste Mal richtig gut gelungen. Oh, der Chai, der ist so lecker geworden. Wisst ihr, Chai mit Chai unten Wasser, oben Chai mit Wasser, weniger als die Hälfte mit dem oberen und dann mit dem unteren. Dann habt ihr so einen leckeren Chai. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Es war die Mühe auf jeden Fall wert. Wenn ihr mehr seid, so nichts zu tun habt, besonderer Anlass oder so, dann könnt ihr sowas machen. Seht ihr dann aus 1 Kilo Mehl, ich habe hier vorher gezählt, 30 solche Taschen sind daraus geworden. Also es reicht für die ganze Familie. Ja, das bleibt mir nichts anderes zu sagen, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Jetzt, wo das Video veröffentlicht wird, müsste schon der 2. Weihnachtstag, glaube ich, sein. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Nächstes Jahr geht es dann natürlich wieder weiter. Mal gucken, was ich alles noch so für euch zaubern kann. Ich lerne, ihr lernt und ihr könnt es weitergeben an eure Kinder oder Enkel, wie auch immer. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen, bis nächstes Mal. Euer Mehmet Oey. Ciao Leute.